What fascinates us about him? What made him into the person that he is today? What motivates people to hate him and to visit him? MacLeod, this is the story of Drachenlord. On August 19th, 2015, Rainer once again announced the end of the vlog channel and the upcoming livestream with Strawberry in the evening. That stream also took place as he had announced. Also Leute, ihr wisst wahrscheinlich, warum ich hier bin. Also manche von euch haben ja gemeint, mich gibt's gar nicht, dass der Drachenlord sich das alles einbildet und sonstiges. Aber ja, hier bin ich. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich noch so sagen soll. Und irgendwie wollte mir Drache noch irgendeine Frage stellen. Deswegen würde ich halt sagen, ja, leg mal los. Ja, also es ist im Prinzip recht simpel. Ein paar von euch haben es ja auch schon erraten und alles, und ich sehe es momentan ja so, dass viele haben ja gedacht, dass viele haben ja schon erraten, was ich fragen will, und es ist einfach im Prinzip ganz einfach. Ich sehe das momentan halt als extrem großen Liebesbeweis von meiner Süßen, von meiner Erdbeere. Also im Prinzip will ich dich hier live fragen, ob du mich heiraten willst. Nicht unbedingt der romantischste Antrag, aber ja. Oh Mann. Ist das dein Ernst? Ja, schon. Und ich sollte jetzt eine Antwort drauf geben? Prinzipiell hast du es ja schon getan. Es ist nur die Frage, ob du dazu stehst. Okay. Also Rainer, du bist echt ein ganz besonderer Mensch. Und mit besonders meine ich, du bist der fetteste, dümmste Idiot, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Oh Mann, Rückwandstück, das ist ja großartig. Leute, Ich stehe zu meinem Ziel. Trösterchen! oh, wartet doch auf mich, Leute. Oh Mann, Leute, ich bin Dorian, der Übermensch. Ihr kennt mich vielleicht aus Filmen wie VBT-Qualifikation 2015, das Lügenlord-Hörspiel. Herzlich willkommen beim Serienfinale. Neben mir sitzt meine bezaubernde Assistentin Erdbärchen. Genau. Ihr habt mich verarscht. Meine Güte, Rainer. Es war wirklich gar nicht so schwer, dein fettes Herz für uns zu gewinnen, weißt du? It came as the haters had predicted. Rainer made a marriage proposal live on stream and Strawberry turned out to be a troll. But Rainer also seemed to have smelled a rat. After all, he then played a sound effect on stream which is supposed to symbolize his breaking heart. Weißt du, ob man es jetzt richtig hört? So, das ist mein brechendes Herz. Was soll's? Habt mich verarscht? Pff. Gut, von mir aus.
Aber ihr werdet mich trotzdem nie besiegen, dass ihr das kapiert. Besiegt habt ihr mich vielleicht. Aber ihr habt nur einen Kampf gewonnen. Nicht den Krieg. But why had Rainer fallen into this trap? Had he got his hopes up that Strawberry would marry him? Some haters even suspected that Rainer had deliberately allowed himself to be publicly humiliated in order to generate pity and gain views. Immediately after the incident, Rainer got drunk on stream and tried in vain to keep his composure. Meanwhile, haters leaked more and more private information about Strawberry and her two accomplices. Dorian the Übermensch was seen by many as the mastermind behind all of this. According to him, however, Strawberry had contacted Rainer on her own and involved Dorian only later. Also, Rainer had allegedly behaved quite disgusting in private chats with Strawberry. For example, when Strawberry talked about traumatic experiences, such as the suicide of friends, he allegedly interrupted her with statements such as, "You look tight." He also allegedly confessed to her to consuming animal pornography. Also, Rainer allegedly coerced Strawberry into accepting his marriage proposal. When she agreed, he had the idea to repeat the proposal live on stream. After Rainer was shown up, he got drunk on stream and proudly held a prostate massager into the camera, which had been sent to him by the haters. Wie bescheuert kann man es sein, jemanden für 20, 30 Euro ein Prostata-Massagegerät zu kaufen? So ein Ding ist teuer. Und ich bin der Dumme. Ich werde mir mit dem Ding noch Spaß gönnen. Verspreche ich euch. Die Hater haben eines erreicht. Dass ich unglaublich viele Zuschauer gerade habe. Im Endeffekt werden sie das noch bereuen. Der Witz ist, dass es jetzt nur den Hass der Hater weiter schüren wird. Weil sie wieder nicht begreifen, dass ich gewonnen habe. Beziehungsweise sie haben gewonnen, gebe ich ganz ehrlich zu. Sie haben gewonnen, aber ich werde den Krieg trotzdem gewinnen. Eine gewonnene Schlacht zeigt noch nicht, wer den Krieg gewinnt. Du hast einen sehr geringen IQ in Sachen Beziehung. Tja, das liegt daran, dass mich jede Frau in meinem Leben bisher verarscht hat und ich nur eine Beziehung hatte. Und die hatte ich nur ein Jahr lang und das war eine Fernbeziehung. Das ist schon immer so. Ich glaube, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein. Und ich glaube mal, ich habe in meiner Vergangenheit, in meinem Leben irgendeine Scheiße gebaut. Und auch wenn das vergangene Leben vergangen ist, bin ich halt trotzdem jetzt in diesem Leben immer noch da und muss dafür büßen. Und wenn ich in der Vergangenheit wirklich so viel Scheiße gebaut habe, dass ich jetzt immer noch büßen muss dafür, selbst nach jetzt 25 Jahren meines Lebens, Verzeihung, 26 Jahren, dann werde ich das mit erhobenem Haupt machen. Menschen, die mir im Weg stehen wollen, sind armselig. Und auch sie werden irgendwann dafür büßen müssen. Man kann nicht einfach in den Wald hineinschreien. Alles kommt irgendwann zu uns zurück. Wartet mal kurz. Warte, wisst ihr was? Wir beenden es an der Stelle hier mal kurz. Ich muss anscheinend gerade ein paar Typen aufs Maul hauen. Also, Rainer had made the decision to stream less in the future and ignore the haters. But the very next day, on August 20th, he was streaming again. On August 22nd, Rainer greeted in a stream out of ignorance Hermann Göring and Rudolf Hess. On August 24th, a video of the rainbow sheep appeared in which he returns to Emskirchen to find that the liar's treasure had been stolen. On August 27th, Rainer uploaded the video news #TruthLord #GoodLord. In it, he talks about new formats and then comes to talk about Strawberry. Among other things, he claims that she had veiled her face with a bandana on his advice and that she apologized to him after the proposal, which is also known as Mettwoch. Then he claims to have gotten used to the hate and still wants to continue.
On the same day, a video from KuchenTV, a German YouTuber, also appeared in which he comments on Mettwoch and condemns the action. Although he complains about haters disrupting Rainer's personal life, he too would visit Drachenlord just a few months later. Rainer also opened an Amazon wishlist which included lube and a masturbator. On August 31st, the video Drachenlord on Monday, number 1, was released. In it, he announces the 5,000 subscriber special and new episodes of For Dragons and the Metal. In general, the video consisted of so many announcements that haters made a flowchart about it. On September 3rd, 2015, finally, the 5,000 subscriber special was published, with the title 5,000 Special Best of 3 Years Drachenlord. At this time, Rainer already had over 10,000 subscribers. The special consisted mainly of short clips from older videos. Finally, on September 5th, Rainer proudly presented his Fanbot Masturbator. Übrigens, danke an den Fan, der mir das geschickt hat. Taschenmuschi. Drachen, hast du schon mal eine Frau gekauft? Leute, ich brauche mir keine Frau kaufen, denn die Frauen werden von den Hatern für mich gekauft. Also, ne, Taschenmuschi und so weiter. Ernsthaft. Hast du deine Taschenmutti schon ausprobiert? Was ist denn bitte eine Taschenmutti? Eine Taschenmuschi meinst du wahrscheinlich? Ja, die habe ich schon, eigentlich jetzt, seit ich sie habe ich sie jetzt schon 3-4 Mal benutzt. Ist ziemlich cool. Welche Toys hast du noch außer der Taschenmuschi? 2 Prostata-Geräte, wovon mir eins die Hater geschenkt haben. 2 kleine Vibratoren, haben mir ebenfalls die Hater beide geschenkt. Liebeskugeln, 2 Penisringe. Das war's. On this day, Lachschon also became aware of one of Rainer's neighbors, who obviously felt disturbed by the constant visits. This person had probably also put up the "Do Not Enter" signs at the Schauerberg ruin, although entering the forest for recreational purposes is permitted by law. On September 7th, the video Drachenlord on Monday, number 2, Rain at Campfire was released. In it, Rainer shows footage of a campfire and mentions having asked EMP Merchandising for a sponsorship. On September 9th, Rainer had a man in a wolf costume visit him during his YouNow stream. On September 11th, the video Top 5 Episode 3 Gothic People was released. In it, he addresses cliches about goths and compares them with his experiences. On September 12th, Rainer was a guest on Browie93's YouNow stream. There, he presented his masturbator again and uttered the following questionable saying. Andererseits, wie heißt der gute Spruch? Es gibt nicht zu jung, es gibt nur zu eng. Vorsicht mit deinen Dingern, ja. Ich bin hier derjenige, der dafür gesperrt wird, Kollege. Rainer also started streaming on Hitbox at this time, in addition to YouNow. On September 30th, Rainer streamed again and was persuaded by Browie93 to perform his industrial dance. On the 14th of September, the video Dragon Monday Episode 1 Voting Streams and Intelligence was released. In the video, he claims other YouTubers avoid making videos with him because of his haters. He then goes on to talk about 2 polls that he had initiated. Die eine Abstimmung ist die hier. Das ist die Abstimmung zum Thema, wie viele Hater glaubt ihr, dass ich habe? Viele haben gemacht 100% und viele haben gemacht 90%. Würde man jetzt von den 100% Usern ausgehen, dann könnte man sagen, dass jede Abstimmung null und nichtig ist. Kurzum, diese Abstimmung hier ist völlig egal. Die ist völlig null und nichtig, wenn ich wirklich 100% Hater habe. Wenn ich aber, gehen wir mal den Fall, dass ich 90% von meinen Usern sind Hater und es sind minimal 99%. Mindestens einen Fan habe ich. Und ich gehe deswegen von 90% aus. Dann würde ich sagen, dass die Nein-Abstimmungen zu 100%
90% davon von den Hatern kommen. Kurzum, da steht die falsche Zahl. Ich würde davon ausgehen, dass es einfach viele Haters sind, die auf Nein geklickt haben. Die wollten diese Abstimmung komplett boykottieren. Die wollten diese Abstimmung komplett boykottieren. Die wollten dafür sorgen, dass es Nein heißt, Nein heißt, Nein heißt. Denn ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass die Hater davon gestresst sind, dass ich nicht mehr so viel über sie laber und nicht mehr so viel mache und mein Zeug selber mache mittlerweile. Und die machen immer genau das Gegenteil von dem, was sie glauben, dass ich will. Kurzum, sie haben absichtlich Nein gedrückt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass man einfach die Ja-Stimme nehmen kann. Und es sind über 400 Stimmen, die Ja gemacht haben. Then he explains that he will set up the donation link because he needs money to buy a new PC and microphone. This, he claims, will improve the quality of his streams. Also on this day, Rainer was again visited by the bad wolf. On September 15th, Rainer suddenly appeared in the stream with new equipment. So Leute, ihr seht schon, ich habe hier einen Popschutz. Und ich habe heute Post bekommen mit einem Rechner, einem Gummidick und tatsächlich mit einem neuen Mikrofon. Bin aus alle Wolken gefallen. He also streamed again on YouNow on the 16th of September and was asked about his new PC. Was ist das für ein PC? Keine Ahnung, darf mich nicht fragen, ich kenne mich mit diesen Daten null aus. Nichts davon verschwenden. Meine Fans sind echt geil, Alter. Das sind die geilsten überhaupt, Mann. Einen PC haben sie mir geschenkt für 500 Euro plus. Ein Headset. Also ein neues Mikro halt und diesen Popschutz ist saugeil, Alter, ohne Scheiß. Das ist echt heftig, ey. Die sind echt krass drauf. As it turned out later, these goods had been ordered with stolen credit cards. This again was the work of Based God, who had already triggered the false alarm at the fire department. After that, it was quiet around Drachenlord for a few days. There was already speculation that he had seriously injured himself, had been committed to a psychiatric institution, or simply had no electricity. Finally, on September 20th, there was a sign of life. Rainer tweeted using his Wii. Apparently, the police had been to his house and confiscated all his internet-enabled devices except for the Wii, which they had presumably overlooked. So now, Rainer was forced to temporarily withdraw from the internet. This would have been a good time to reflect on the events of the last months and years. But Rainer seemed to do everything he could to return to the internet as soon as possible.